Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind nach Mestia gefahren, hoch im Norden im Kaukasus, haben hier eine sehr schöne und spektakuläre Wanderung absolviert. Wir sind in die georgische Kultur noch etwas tiefer eingetaucht, mit Hilfe des preisgekrönten Films Dede. Das und noch viel mehr seht ihr nach dem Intro. Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Wir verlassen Tbilisi, um die Woche im Kaukasus zu verbringen. Für die Strecke von 475 Kilometern braucht man in etwa 9 Stunden. Wir fahren sie daher in 3 Etappen. Unser erster Stopp, die Festung und Kirche Samtsevrisi. Christoph rätselt, die wievielte Kirche er in Georgien wohl heute besichtigt. Für uns ist der ruhige und schöne Ort ein perfekter Schlafplatz. Auf Etappe 2 begleiten uns mal wieder heftige Regenfälle. Der Wetterbericht für unseren Zielort Mestia prophezeit ebenfalls Niederschläge bis Mittwoch. Daher entscheiden wir uns spontan für einen kleinen Umweg über die Schwarzmeerküste. Aber auch hier gibt es viel Wasser von oben. Nach nur einer Stunde kehren wir zurück auf unsere ursprüngliche Route. Have you ever stood by an open window during a rain? Close your eyes and breathe it in. Feel the air. All new. All better. Start again. Die zweite Nacht verbringen wir am Enguri-Stausee, dessen Mauer 750 Meter breit und 272 Meter hoch ist. Der Damm ist laut Wikipedia das größte Bauwerk im Kaukasus und die dritthöchste fertiggestellte Talsperre weltweit. Am nächsten Morgen wabern Nebelschwaden in unseren Kastenwagen und wir überlegen, was wir gegen dieses Wetter tun können. Nach 2 Wochen in Tbilisi bei jeweils über 35 Grad haben wir uns auf den Weg gemacht in den Norden. Wir sind jetzt wieder in den Bergen von Georgien angekommen. Ja, und wie ihr seht, es regnet, wir haben schlechtes Wetter, Nebelschwaden um uns herum, es ist kalt und, um ehrlich zu sein, ist unsere Stimmung auf dem Nullpunkt. Wir genießen noch ein bisschen diesen besonderen Stellplatz und die spektakuläre Aussicht, packen unsere Sachen und ziehen weiter in Richtung Mestia. Wir freuen uns, wieder mit unserem Van on the road zu sein.
Dieser Teil der Strecke hat für uns aufgrund der Natur und der geringen Geschwindigkeit etwas Meditatives. Dieser Abschnitt erinnert uns an unsere Fahrt zum Kuman-Stausee in Albanien. Das Video verlinken wir hier für euch. Have you ever stood by an open window during a rain? Close your eyes and breathe it in. Feel the air. All new. All better. Start again. Unsere Vorfreude auf die Region Svanetien wächst mit jedem Kilometer. Und plötzlich tauchen die ersten Wehrtürme von Mestia auf. Wir haben unser Ziel erreicht. Mestia ist der perfekte Ausgangspunkt für Wanderungen aller Schwierigkeitsgrade. Am Tag nach unserer Ankunft springen wir in unsere Wanderstiefel. Frühmorgens brechen wir zu einer 14-Kilometer-Wanderung auf. Der erste Abschnitt verläuft leider auf der Straße, bis wir endlich den Wegweiser für den Einstieg entdecken. Auf dem gesamten Rundweg haben wir immer wieder einen schönen Blick auf den 4737 Meter hohen Berg Ushba im Großen Kaukasus. Unser Weg führt uns durch ein verlassenes Bergdorf mit einem letzten Bewohner, der die Stellung hält. Dieser Wehrturm wird daher eigentlich nicht mehr benötigt. Hinter dem Dorf endet plötzlich der Wanderweg. Wir laufen ein Stück querfeldein und entdecken irgendwann einen Wegweiser, dem wir folgen.
Wir sind zurück im Hohen Kaukasus und hier hinter uns könnt ihr Mestia sehen, wo wir Station gemacht haben. Ja, und unser Regentanz hat Wirkung gezeigt. Der Sonnengott hat sich durchgesetzt. Wir haben perfektes Wetter und haben uns so eine mittelschwere Route ausgesucht hier, eine 14-Kilometer-Wanderung. Und ja, ich glaube, wir haben jetzt auch schon etwas mehr als die Hälfte hinter uns. Und ja, wir genießen es total und nehmen euch natürlich weiter mit. Genau, kommt mit und schaut euch an, wie schön Svanitien ist. Obwohl wir die Kilometer in den Beinen spüren, habe ich noch genug Energie, um unsere Kamera für spektakuläre Perspektiven zu platzieren. Bei diesem Ausblick schmeckt das Pausenbrot doppelt so gut. Zwei Drittel geschafft. Geplant haben wir unsere Route mit der Wander-App Komoot. Die Beschilderung entlang der Strecke empfinden wir als ausbaubar. Nach 600 Höhenmetern in Richtung Gipfel geht es irgendwann auch wieder bergab. Auf unserer Tour mit durchaus anspruchsvollen Abschnitten. Wir können uns nicht satt sehen an der kaukasischen Bergwelt. Obwohl unsere Füße langsam schmerzen, freuen wir uns bei jedem Schritt in Richtung Tal über unsere schöne Tour. Schwein gehabt. Nach Katzen-, Hunde- und Kuh-Content erweitern wir das Portfolio. Geschafft. Wir und die Tour. In Mestia stehen wir übrigens nach langer Zeit mal wieder auf einem kleinen Campingplatz. Mestias einziges Kino zeigt 5-mal täglich einen einzigen Film. Dede, was übersetzt Mutter heißt. Dieser mehrfach ausgezeichnete Film von der georgischen Regisseurin Mariam Kachwani
spielt in einem abgelegenen Bergdorf in der Region Svanetien. Die Schwester der Regisseurin gibt uns eine Einführung und berichtet von den Dreharbeiten mit Laiendarstellern aus Mestia und Ushkuli. Der 2017 auf Basis einer wahren Geschichte entstandene Film DD erzählt eindrucksvoll vom Leben einer jungen Frau, die versucht, alten Traditionen wie Zwangsheirat und Blutsfehde zu entkommen. Wir entdecken in der Nähe des Kinos ein rustikales Restaurant mit typischen georgischen Spezialitäten. Den nächsten Tag lassen wir langsam angehen und genießen unser Frühstück unter den Obstbäumen. Übrigens, wer die teilweise schlechten Straßen nach Mestia seinem Kastenwagen nicht zumuten möchte, kann den kleinen Ort auch auf dem Luftweg erreichen. Gut gestärkt schauen wir die für Svanetien typischen Wehrtürme einmal genauer an. In Mestia sind heute noch etwa 42 von diesen Bauwerken zu bestaunen. Sie sollten ab dem frühen Mittelalter die Familien vor Feinden und Naturkatastrophen schützen und dienten gleichzeitig als Signaltürme und Wachposten. Sie sind 20 bis 25 Meter hoch und haben 4 oder 5 Stockwerke, die im Inneren mit Holzleitern verbunden sind. Sie sind oft in Wohnhäuser eingebaut, stehen aber auch frei. Während unseres Rundgangs durch den alten Teil Mestias haben wir eine süße Begegnung mit dieser kleinen Schweinefamilie. Nochmal Schwein gehabt. Das war unsere Woche in Mestia. Wir fanden es super schön hier, obwohl es ja eigentlich nur eine Überbrückungswoche war. Ja, wir haben echt eine gute Zeit hier gehabt. Unsere Wanderung war zwar sehr anstrengend, aber ja, hat uns total viel Spaß gemacht. Super, super schöne Landschaft, die Berge von 4 Seiten. Es ist einfach super spektakulär. Der Ort Mestia ist total schön und auf jeden Fall ein Besuch wert. Unser Kinobesuch war sehr besonders und auch sehr aufwühlend. Dieser Film hat wirklich lange nachgewirkt bei uns. Und insofern haben wir die Woche echt sehr genossen hier. Heute ist dann noch die heiß ersehnte SMS aus dem russischen Visa Center eingetroffen. Da ist dann mal kurz bei uns Jubel ausgebrochen, bis wir sie richtig gelesen haben. Und tatsächlich steht drin, dass man über unseren Antrag entschieden hat. Was das heißt, wissen wir jetzt eigentlich auch noch nicht. Genau, also ob der Antrag abgelehnt wurde oder ob wir das Visum bekommen, wissen wir tatsächlich noch nicht. Jetzt ist Wochenende, das heißt, wir werden jetzt unsere Sachen packen und uns wieder Richtung Tbilisi begeben und am Montag um 10 Uhr dann im Visa Center stehen und dann mehr wissen. Insofern müsst auch ihr euch jetzt noch eine Woche gedulden, um zu erfahren, wie es bei uns weitergeht. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Halt! Noch nicht wegklicken. Wir haben spontan entschieden, noch einen Tag länger in Mestia zu bleiben. Das tolle Wetter lädt einfach zu einer weiteren Wanderung ein. Die Tour zum Gipfelkreuz von Mestia ist ca. 10 Kilometer lang mit 770 Höhenmetern. Echt anstrengend, dafür belohnen sie uns mit dieser grandiosen Aussicht.
An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns natürlich wie immer über eure Likes. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.